Die 20er Jahre in Berlin sind ein Mythos, vor allen Dingen die sogenannten goldenen 20er Jahre. Dabei war es eine Zeit voller Widersprüche. Auf der einen Seite eine kulturelle Blütezeit zwischen zwei Kriegen, die die Welt um einflussreiche Werke der bildenden Kunst, der Literatur, der Musik, des Films und auch der Architektur bereichert hat. Auf der anderen Seite eine wirtschaftlich und politisch unsichere Zeit. Den Menschen ging es nicht gut. Dennoch wurde gefeiert. Ein Tanz auf dem Vulkan und Stoff für mehrere Videos. Der Begriff 20er Jahre ist prägnant, aber natürlich etwas verkürzt. Insgesamt geht es um die Zeit der Weimarer Republik, also von 1919 bis 1933. Und dieses erste Video befasst sich mit den sozialen Verhältnissen der damaligen Zeit und dem Wohnungsbau. Die 20er Jahre gelten als eine der fruchtbarsten Epochen der Bau- und Architekturgeschichte Berlins. Warum ist es so? Einerseits wurde in einem Umfang gebaut, der selbst nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin nicht mehr erreicht wurde. Und ich würde sagen, auch in einer Qualität, die danach in Berlin nicht mehr erreicht wurde. Andererseits wurden neue Modelle des Bauens entwickelt, die international einflussreich und weltweit beachtet wurden. In diesem Video möchte ich folgende Fragen beantworten. Unter welchen Bedingungen wurde damals gebaut? Welche Voraussetzungen herrschten am Ende des Ersten Weltkrieges? Wie haben die Berliner damals gelebt? Welche Veränderungen gab es? Welche neuen Methoden und Techniken wurden angewandt? Welche Stadtplaner und welche Architekten waren maßgeblich an der Umsetzung beteiligt? Beginnen wir mit der Ausgangslage nach dem Ersten Weltkrieg. Auch nach Ende des Krieges kommt Berlin nicht zur Ruhe. In den ersten Jahren nach der Ausrufung der Republik ist Berlin Schauplatz zahlreicher gewaltsamer innenpolitischer Auseinandersetzungen. Neben Putschversuchen und Straßenkämpfen zwischen diversen Fraktionen gibt es immer wieder Streiks. Darunter ein Generalstreik im März 1919, bei dem in Berlin das gesamte Wirtschaftsleben und der Verkehr lahmgelegt wird. Die ersten Jahre der jungen Weimarer Republik sind von enormen wirtschaftlichen Problemen geprägt. Der Mangel, den es schon zu Kriegszeiten gegeben hatte, setzt sich fort. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch und hinzu kommt die rasante Geldentwertung. Der Wert der Mark sinkt über die Jahre kontinuierlich und im Jahr 1923 kommt es zur Hyperinflation mit einer immer rasanteren Abwertung der Mark, bis der Kurs im November 1923 schließlich 4,2 Billionen Mark für einen US-Dollar erreicht. Eine Feinunze Gold bringt knapp 87 Billionen Mark. Ein Brot kostet schon mal 7 Milliarden Mark, mit den Scheinen kann man besser heizen als etwas einkaufen. Die deutsche Wirtschaft und das Bankensystem brechen teilweise zusammen. Die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter, die Reallöhne fallen ins Bodenlose. Verlierer ist die Masse der abhängig Beschäftigten und derjenigen, die ihre Ersparnisse in Geld haben. Ein großer Teil der Mittelschichten verliert seine finanziellen Rücklagen und findet sich in Armut wieder. Inflationsgewinner sind die Grundeigentümer, die in der Inflation faktisch vollständig entschuldet werden, während die Immobilien ihren Wert behalten. Die einzige Lösung des Problems ist ein radikaler Schnitt, eine Währungsreform. Am 15. November 1923 wird die Rentenmark eingeführt. Eine Rentenmark entspricht dabei 1 Billion Papiermark. Die wirtschaftlichen Verhältnisse können sich im Verlauf des Jahres 1924 stabilisieren, auch dank neuer Vereinbarungen mit den Alliierten, amerikanischer Hilfe und einer besseren Finanzpolitik. Die politische Lage entspannt sich langsam. Bereits 1924 wird der Flughafen Tempelhof in Berlin eröffnet, ebenso das Messegelände, es gibt die ersten Rundfunkübertragungen und Berlin entwickelt sich zum kulturellen Zentrum Europas. Die goldenen 20er Jahre können beginnen. Goldene 20er klingt erstmal schön, aber wie leben die Menschen zu der Zeit? Vor gerade einmal 100 Jahren herrschen in Berlin katastrophale soziale Verhältnisse, die man sich heute nur schwer vorstellen kann. Die große Mehrheit der Menschen lebt in Armut, beengt, unter schlechten hygienischen Bedingungen und mit einer niedrigen Lebenserwartung. Mietskasernen prägen das Stadtbild im Zentrum. Sie sind 4 bis 5 Stockwerke hoch, um einen Innenhof angelegt und vervielfachen sich in der Tiefe. Die Hinterhöfe sind düster und stickig, erfüllt vom Lärm der kleinen Handwerksbetriebe und dem Schreien der Kinder. In einer Zeitschrift ist zu lesen: Kaum irgendwo in der Welt wohnt man so dicht. Es ist, als ob nicht für Menschen Unterkunft geschaffen werden sollte, sondern für Maulwürfe.
Etwa 96% aller Bewohner Berlins lebt zur Miete. 70% der Berliner Wohnungen verfügen nur über 1 oder 2 Zimmer. Zehntausende Menschen hausen in Kellern oder unter dem Dach. In fast jeder dritten Wohnung gibt es Untermieter, die sogenannten Schlafburschen, um überhaupt die Miete aufbringen zu können. Dann muss die Familie mit 5 bis 6 Personen in der Küche hausen, auf zusammengeschobenen Stühlen schlafen oder auf dem Fußboden, um Platz für den zahlenden Schlafgänger zu schaffen. 3 von 4 Wohnungen haben kein eigenes Bad. 1 von 3 keine eigene Toilette. Rund jede 5. Wohnung hat nicht mal einen eigenen Wasseranschluss. Es ist feucht, laut, es riecht, ansteckende Krankheiten verbreiten sich leicht. Privatsphäre ist ein Fremdwort. Gleichzeitig gibt es einen dramatischen Mangel an Wohnraum. 1919 sind 70.000 Wohnungssuchende registriert, 3 Jahre später sind es mehr als doppelt so viel und die Zahl steigt weiter. Veränderungen, neue Lösungsansätze und Reformen sind dringend erforderlich, um dem Wohnungselend zu begegnen. Und die gibt es dann auch. Eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür ist die Gründung von Groß-Berlin 1920. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich, es sich zum besseren Verständnis vorab anzuschauen. Durch den Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde Groß-Berlin kann nun endlich für das gesamte Gebiet einheitlich geplant werden. Die erste städtebauliche Aufgabe der neuen Einheitsgemeinde ist, die Zerrissenheit durch Einheit und die Planlosigkeit durch Planung zu ersetzen. Eine einheitliche Bauordnung und ein Generalbebauungsplan werden sofort in Auftrag gegeben. Berlin hat durch die Eingemeindung, im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Großstädten, die ihr Wohnungsproblem lösen müssen, 2 große Vorteile. Zum einen existieren mehrere Stadtzentren mit eigener Infrastruktur. Zum anderen gibt es nach dem Zusammenschluss viele freie Flächen. Auf ehemaligen Feldern können neue Wohnsiedlungen errichtet werden und gleichzeitig können weiträumige Grün- und Parkflächen freigehalten und gestaltet werden. Wie bereits erwähnt, waren die Grundeigentümer die großen Gewinner der Hyperinflation und praktisch vollständig entschuldet worden. Nun wird ein Lastenausgleich geschaffen, mit dem die Eigentümer von Immobilien an den Kosten des öffentlich geförderten Wohnungsbaus beteiligt werden sollen. Auf Initiative des Berliner Stadtbaurats Martin Wagner wird 1924 in Deutschland die Hauszinssteuer eingeführt. Sie wird auch als Gebäudeentschuldungssteuer bezeichnet und ist eine von 1924 bis 1943 erhobene Ertragssteuer auf das vor Juli 1918 entstandene Wohneigentum. Basis ist das Gesetz über den Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken. Die Hauszinssteuer macht etwa 10 bis 20% der Steuereinnahmen der Länder und Gemeinden in Deutschland aus und wird bis 1929 tatsächlich vorwiegend für den Wohnungsbau eingesetzt. Die staatlichen Investitionen in diesem Bereich steigen zwischen 1926 und 1930 auf einen Anteil von etwa einem Drittel. Damit überwiegt der öffentlich geförderte Wohnungsbau in den 20er Jahren deutlich gegenüber der privat finanzierten Schaffung von Wohnraum, ganz im Gegensatz zur Vorkriegszeit. Eine große Rolle beim Wohnungsbau spielen gewerkschaftliche, genossenschaftliche, städtische und andere gemeinnützige Baugesellschaften. In Berlin gibt es in den 1920er Jahren 7 städtische Wohnungsbaugesellschaften, meist regional aktiv und oft bereits von den Vorgängergemeinden gegründet, die in den 1920er Jahren etwa ein Viertel der Neubauwohnungen realisieren. Weiterhin entstehen zahllose neue Baugenossenschaften. Nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung drängen sich Selbsthilfeorganisationen geradezu auf. Die Bedingungen für den Wohnungsbau sind in den politisch instabilen Anfangsjahren der Weimarer Republik aber alles andere als günstig. Nur die Bauhütten sorgen dafür, dass die Genossen überhaupt bauen können. Bauhütten sind durch Gesellen und Arbeiter genossenschaftlich organisierte Baufirmen, die mit gemeinwirtschaftlich tätigen Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten. Anfangs erfolgt der Bau von kleinen Siedlungshäusern, die oft zur Selbstversorgung gedacht sind. Aber nach 1924 kommt es zu einer raschen Belebung des Wohnungsbaus und zum ersten Mal gibt es einen sozialen Massenwohnungsbau. Gustav Bös, Bürgermeister Berlins von 1920 bis 1929, äußert dazu: Es genügt nicht, Wohnungen zu bauen, Wohnungen müssen auch bezahlbar sein. Krankmachende Wohnverhältnisse sollen der Vergangenheit angehören. Neue Mindeststandards für Wohnungen werden entwickelt. Sie sollen eine Mindestgröße von 45 Quadratmeter haben, ein separates Bad und eine separate Küche und gute Lüftungsmöglichkeiten. Vielerorts entstehen große Siedlungen in unterschiedlichen Stilrichtungen.
Am bekanntesten sind heute Siedlungen im Stil des Neuen Bauens, wie die Hufeisensiedlung in Britz, die Siedlung am Schillerpark im Wedding, die Onkel-Tom-Siedlung in Zehlendorf, die Weiße Stadt in Reinickendorf, die Siedlung Karl Legien im Prenzlauer Berg und die Ringsiedlung in der Siemensstadt. Daneben entstehen aber auch zahlreiche Siedlungen im traditionelleren Stil, wie zum Beispiel die Siedlung Neutempelhof, die Siedlung am Südwestkorso, die sogenannte Künstlerkolonie um den Laubenheimer Platz oder die Siedlung am Heidehof. In Zehlendorf kommt es zum sogenannten Dächerstreit zwischen Protagonisten beider Richtungen, Befürwortern des Flach- und des Spitzdaches. Wer sind die Menschen, die diese Entwicklung vorantreiben? Da ist vor allem Martin Wagner zu nennen, von 1926 bis 1933 Stadtbaurat von Berlin. 1885 in Königsberg geboren, studiert Wagner Architektur an den Technischen Hochschulen in Berlin-Charlottenburg und Städtebau und Volkswirtschaft in Dresden. Danach ist er als Stadtbaumeister in Rüstringen bei Wilhelmshaven tätig. 1914 wechselt er zum Zweckverband Groß-Berlin, wo er als Abteilungsleiter für die Planung der Grünflächen zuständig ist. In seiner 1915 vorgelegten Dissertation Das sanitäre Grün der Städte erarbeitet er für Berlin ein Konzept, bei dem die Freiflächen nahe bei den Wohngebieten angesiedelt werden. Von 1919 bis 1920 ist er Stadtbaurat der Stadt Schöneberg, wo er die Lindenhofsiedlung gestaltet, die als mustergültig bei der Planung der Grünbereiche gilt. Von 1920 bis 1925 leitet der überzeugte Sozialdemokrat Wagner den von ihm gegründeten, stark auf das Gemeinwohl ausgerichteten Verband Sozialer Baubetriebe, in dem sich auch die deutschen Bauhütten organisieren. Wagner setzt sich stark für die Gründung genossenschaftlicher Bau- und Wohnungsunternehmen ein. Er wird Geschäftsführer des Verbands der gewerkschaftlichen sozialen Baubetriebe und ist 1924 treibende Kraft bei der Gründung der gewerkschaftlich getragenen Deutschen Wohnungsfürsorge Aktiengesellschaft, DEWOG, deren Geschäftsführung er ebenfalls übernimmt. Die DEWOG zielt auf einen am Gemeinwohl und durch Genossenschaften organisierten Wohnungsbau. Parallel zur Gründung der DEWOG initiiert Wagner 1924 die Gründung der in Berlin ansässigen Wohnungsbaugesellschaft GEHAG, die Bruno Taut als Chefarchitekten verpflichtet. Sie entwickelt sich zur führenden Bauträgergesellschaft sowohl in Berlin als auch dem übrigen Deutschland. In seiner Zeit als Stadtbaurat setzt Wagner sich konsequent für die praktische Umsetzung des Wohnungsbaus ein. Er ebnet den Weg für den Bau großer moderner Wohnsiedlungen und arbeitet mit einigen der fortschrittlichsten Architekten in Berlin zusammen. Bei der Hufeisensiedlung ist er auch als Architekt beteiligt, aber Wagner versteht sich selbst eher als Regisseur, Dirigent und die Stadt als Betrieb. Martin Wagner ist die Schnittstelle zwischen der Politik, den Wohnungsbaugesellschaften und den Architekten. In der Politik trifft er dabei oft auf sehr viel Widerstand und kann nur einen kleinen Teil seiner Pläne umsetzen. Beim Städtebau steht für ihn die Frage der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Das Bauen soll billiger und rationeller werden. In der von ihm geplanten und von 1926 bis 1930 gebauten Kriegerhain-Siedlung in Friedrichsfelde, heute als Splanemann-Siedlung bekannt, werden die Häuser aus vorgefertigten Wandtafeln montiert. Deutschlands erste Plattenbauten. Als Stadtbaurat initiiert und begleitet er viele weitere zentrale Projekte. Den Ausbau des U-Bahn-Netzes, den Umbau des Alexanderplatzes sowie die Konzeption der Strandbäder Wannsee und Müggelsee und auch des Charlottenburger Messegeländes. Kommen wir nun zu den Architekten. An erster Stelle wäre Bruno Taut zu nennen, wie erwähnt ab 1924 als Chefarchitekt der neu gegründeten Wohnungsbaugesellschaft GEHAG tätig. Er ist der profilierteste Architekt des neuen Bauens, der Architekturbewegung, die radikal mit der hergebrachten Baugesinnung bricht. Wohnungen sollen nicht länger um dunkle, enge Höfe gebaut werden, sondern in grüner Umgebung Licht, Luft und Sonne bekommen. Die Architektur soll nicht durch verlogene Verzierungen leben, sondern durch ihre einfachen Formen wirken. Gegen die graue Monotonie der Mietskasernen werden kräftige Farben gesetzt. Bruno Taut gilt als Meister des farbigen Bauens. Das hat er schon bei der Siedlung Falkenberg, der sogenannten Tuschkastensiedlung, bewiesen. Auch dazu gibt es bereits ein eigenes Video von mir. Man kann Bruno Taut als einen Meister der Baukunst bezeichnen. Wie wenige andere hat er sich sowohl in der Theorie wie auch in der praktischen Umsetzung mit dem Thema Wohnungsbau auseinandergesetzt. Seine Lösungsansätze sind von einem ganzheitlichen Denken bestimmt. Es geht ihm nicht nur um die Sprache der Architektur, sondern auch um die Wohnqualität,
das Wohnumfeld und die Einbettung seiner Siedlung in die natürliche Umgebung. Gleichzeitig achtet er darauf, wirtschaftlich und alltagstauglich zu bauen. Er ist ein sozial und gesellschaftlich engagierter Visionär, Stadtplaner, Architekt und vor allem auch ein Künstler, der die praktischen Aspekte nicht außer Acht lässt. Jede seiner Siedlungen hat ihr eigenes Gesicht und entwickelt ihr Leitmotiv aus der Umgebung. In weniger als 10 Jahren zeichnet er für den Bau von fast 12.000 Wohnungen verantwortlich. Und bis heute haben seine Siedlungen nichts von ihrer Wohnqualität eingebüßt. Daher ist es kein Wunder, dass allein 4 der 6 Siedlungen, die seit 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören, Bruno Tauts Handschrift tragen. Die bekannte Onkel-Tom-Siedlung zählt noch nicht einmal dazu. Taut ist zudem Mitglied in mehreren einflussreichen Vereinigungen seiner Zeit, wie etwa dem Arbeitsrat für Kunst, dem Deutschen Werkbund und dem Zehnerring, einem Verbund von 10 Berliner Architekten des Neuen Bauens. In der kurzen Blütezeit der Weimarer Republik ist das Neue Bauen in Berlin die einflussreichste und die am meisten prägende Strömung. Nicht verwechseln sollte man dies mit der Bauhausbewegung. Die Architekten aus dem Bauhausumfeld um Walter Gropius treten in Berlin nur wenig in Erscheinung. Neben Taut kann man noch viele andere Namen nennen, wie Hans Scharoun, Otto Bartning, Hugo Hering, Otto Rudolf Salvesberg, Ludwig Mies van der Rohe und andere. Die mitwirkenden Gartenarchitekten wie Leberecht Migge und Ludwig Lesser sollten auch nicht vergessen werden. Viel weniger Aufsehen als die Vertreter des Neuen Bauens erregen die Traditionalisten, obwohl sie zur gleichen Zeit etwa genauso viel bauen. Sie lehnen die radikale Schlichtheit ab und halten lieber an traditionellen Formen fest. Vor allem für die kleineren städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die GAGFA bauen sie geschlossene Blöcke statt offener Zeilen, favorisieren bodenständige Feldsteinsockel und ländliche Fensterläden und bevorzugen Sattel statt Flachdächer. Bekannte Vertreter sind Paul Schmidhenner, Arnold Knobloch, der von 1924 bis 1956 auch Generaldirektor der GAGFA ist, sowie Paul Mewis und Paul Emmerich. Neben Traditionalisten und Funktionalisten gibt es noch die Expressionisten, die auf eine besonders ausdrucksstarke Formensprache setzen. Im Berliner Siedlungsbau ist diese Fraktion allerdings sehr klein. Richard Ermisch ist ein Vertreter. Er entwirft die Wohnsiedlung an der Spandauer Zeppelinstraße mit spitzen Erkern, Zickzackbändern und gestaffelten Spitzhauben auf den Eckhäusern. Eine klare Trennung zwischen den Richtungen gibt es sowieso nicht. Oft arbeiten die Architekten der verschiedenen Fraktionen gemeinsam an Projekten, wie zum Beispiel Mewis und Emmerich mit Bruno Taut von 1929 bis 1931 an der Friedrich-Ebert-Siedlung im Wedding. Einig sind sich aber alle Architekten, dass man die alten Mietskasernen früher oder später abreißen müsse. Der Publizist Werner Hegemann verfasst 1930 ein leidenschaftliches Pamphlet gegen das steinerne Berlin, die größte Mietskasernenstadt der Welt. Bereits 1929 gibt es einen Bruch. Ausgehend von den USA beginnt die Weltwirtschaftskrise. Die Hauszinssteuer wird für andere Ausgaben zweckentfremdet und gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Wohnungsbau ist kaum noch möglich. Einige Projekte werden noch zu Ende geführt, aber der soziale Wohnungsbau endet 1931, als die Kreditrichtlinien der Reichsbank und mehrere Notverordnungen der Regierung die Finanzierungsgrundlage beenden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwischen 1924 und 1931 in erstaunlichem Umfang gebaut wurde. In dieser Zeit entstanden in Berlin etwa 166.000 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, vor allem in den Außenbezirken. Um preiswerten Wohnraum schaffen zu können, war eine Typisierung und Standardisierung des Wohnungsbaus sowie eine Rationalisierung der Arbeiten nötig. Wohnungen wurden nach wenigen Grundrisstypen standardisiert und die Wohnungsgrößen normiert. Dennoch zeichnet sich der Reformwohnungsbau in Berlin durch ein besonders architektonisches Niveau sowie zahlreiche experimentelle soziale Wohnformen aus. Ziel war es, der weniger wohlhabenden Bevölkerung ein gesundes und menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Licht, Luft, Sonne waren die Schlagwörter. Trotz des umfangreichen Bauens konnte die Wohnungsnot nicht beseitigt werden. Die Einwohnerzahl Berlins wuchs in der gleichen Zeit von 3,8 auf weit über 4 Millionen an. Daher lag die Zahl der Wohnungssuchenden 1929 bei über 150.000. Auch der Anspruch, Wohnungen zu errichten, die für alle erschwinglich sind, konnte trotz aller Anstrengungen zur Kostensenkung nicht erfüllt werden.
In die Wohnungen der neuen Siedlungen zogen zumeist Angestellte, Beamte und Facharbeiter ein. Für die einfachen Arbeiterfamilien waren die Mieten auch in den Reformsiedlungen nicht bezahlbar. Der Wohnungsbau der Weimarer Republik war dennoch richtungsweisend, auch über Deutschland hinaus und auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab viele neue experimentelle Ansätze, wie die Rationalisierung des Bauens. Grundsätzlich neu war, dass der Stadtbaurat, die Architekten und die Baugesellschaften den Wohnungsbau als soziale und politische Aufgabe ansahen und gemeinsam daran wirkten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das neue Bauen als Kulturbolschewismus verfemt. Die bunten Fassaden galten als entartet und wurden teilweise eintönig übertüncht. Die wichtigsten Vertreter wurden ins Exil getrieben und verstreuten sich in der ganzen Welt. Leider wurden in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nicht immer die besten Ansätze dieser Zeit fortgeführt und die Qualität des Bauens kaum mehr erreicht. Die Siedlungen der 20er Jahre haben den Krieg verhältnismäßig unbeschadet überstanden und viele wurden schon ab den 60er Jahren unter Schutz gestellt. Die Wohnungen sind weiterhin recht begehrt und das zeigt, dass die Wohnungen der 20er Jahre zeitlos sind. In weiteren Videos möchte ich gerne noch auf einzelne Siedlungen und deren Architekten eingehen und auch die 20er Jahre bieten noch einiges an Themen. Bis dahin herzlichen Dank für jegliche Unterstützung meines Kanals. Alles Gute und ciao.